Was sind Effloreszenzen? Wie der Name schon sagt, Efflora, die Blüte, also eine Erblühen. Die Haut kann erblühen in verschiedenster Form und bei den Effloreszenzen haben wir primäre Effloreszenzen und sekundäre Effloreszenzen. Das Ganze ist eine Einteilung, um das den Medizinern einfacher zu machen, das Ganze irgendwie zu kategorisieren. Man könnte jetzt auch eine Einteilung machen nach Erscheinungsform, nach Größe, nach Farbe und so weiter. Aber sie haben sich dafür entschieden, eine primäre Effloreszenzen zu nehmen und sekundäre Effloreszenzen. Die primären Effloreszenzen sind eine direkte Folge oder ein direkter Ausbruch. Das heißt, die Haut wird geschädigt oder irgendein Bakterium dringt ein, die Haut reagiert und macht eine Effloreszenz, ein Eiterbläschen, eine Wasserblase. Zum Beispiel. Die sekundären Effloreszenzen sind erst, sekundär heißt ja zweites, als zweiter Schritt. Eine Wunde entsteht, die sekundäre Effloreszenz der Wunde ist ein Schorf und danach, also es gibt zwei sekundäre Effloreszenzen nach der Wunde, also nach der primären, das ist der Schorf und auch dann die Narbe. So hat man das Ganze eingeteilt. Die Effloreszenzen kann man nicht nur in primär und sekundär einteilen, man kann sie auch unterkategorisieren, wie sie auftreten. Entweder eine lineare Ausdehnung, zum Beispiel Streifen entlang der Lymphbahnen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei einer Blutvergiftung, wenn die Lymphbahnen mit betroffen sind, dass dann ein brauner Streifen Richtung Herzen wandert. Und werft bitte den Irrglauben über Bord, dass jede Blutvergiftung einen braunen Streifen hat. Die seltensten Blutvergiftungen haben einen braunen Streifen. Die meisten Blutvergiftungen gehen mit Atemnot, Schwindel und nachher Ohnmacht, und wenn es dann so weit ist und der Patient noch nicht im Krankenhaus ist, dann wird es schlecht um ihn stehen. Das war jetzt kurz ausgeschweift. So, die nächste Einteilungsform ist segmental entlang von Dermatomen, zum Beispiel Herpes zoster. Herpes zoster befällt meistens einen Nervenstrang, ein Dermatom. Also jeder Spinalnerv hat ja ein Hautareal, das er versorgt, und darunter liegende Organe, die er versorgt, und das Ganze nennt man dann Dermatom. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Nervenstrang vom Herpes zoster befallen ist, dann hat man genau an dem Dermatom, wo dieser Nerv lang läuft, hat man dann den Ausschlag der Gürtelrose. Dann gibt es noch die Anordnungsform solitär. Solitär heißt einzeln. Das heißt einzeln angeordnete Pickelchen, Bläschen, sonstiges. Eine Anordnung der Effloreszenz habe ich jetzt vergessen, und zwar die Anordnung entlang embryonaler Zellwanderung. Wir starten mit den Primäreffloreszenzen, und zwar mit dem Fleck, Makula. Wenn ich Bilder habe von den Effloreszenzen, seht ihr die links von mir, also ihr würdet die jetzt rechts sehen, also hier an dieser Seite. Der Fleck. Tja, welcher Fleck kommt denn sofort nach Einwirkung? Genau, der blaue Fleck. Hier sind die Flecken auf der Haut gemeint, nicht die Makula im Auge. Denn die Makula im Auge ist der Punkt oder der Fleck des schärfsten Sehens. Deswegen heißt er im Auge auch Makula. Bei unseren älteren Patienten gibt es ganz oft die Makuladegeneration. So, das war jetzt ausgeschweift ins Auge, wir sind noch immer bei der Haut. Also die Flecken, wie können die aussehen? Die können rund sein, die können oval sein, die können einen ausgegrenzten Rand haben, die können rot sein, Hautfarben oder bräunlich. Die Altersflecken zum Beispiel sind bräunlich, Kaffee-Olé-Flecken sind auch so leicht bräunlich. All das müsst ihr schön mit Positionsbeschreibung auf euren Anamnesezettel hinschreiben. Die nächste Effloreszenz, Papula oder Knötchen. Da sind jetzt die Knötchen gemeint, die auf der Haut sind. Entweder sind sie gefüllt oder nicht gefüllt.
Bestes Beispiel ist dafür die pustopapulöse Schuppenflechte. Das sind Knötchen, die sind mit Eiter, also mit eiterähnlicher Flüssigkeit gefüllt, und sind auch Knötchen da, die nicht gefüllt sind, die was einfach abschuppen, dann sind sie fort. Dann haben wir Tuber, sind oberflächliche Knoten. Oberflächliche Knoten können jetzt entstehen durch übermäßige Zellteilung, einfach so. Und man fährt dann über die Haut drüber und dann merkt man, hier ist eine Erhebung, lässt sich verschieben, was das auch immer ist. Unsere nächste Effloreszenz, Nodus, der tiefe Knoten. Der tiefe Knoten kann jetzt eine Vernarbung sein im Gewebe, die tiefer liegt. Das kann jetzt das sein, dass da irgendein pathogener Knoten drinnen ist, also ein Tumor. Es kann aber auch sein, dass dieser Knoten durch einen Bluterguss entstanden ist, wenn sich dieser Bluterguss quasi nicht mehr rückresorbiert hat und dieser Bluterguss einfach dann dort bleibt, wo er ist. Dann fühlt man, wenn man drüber fährt, auch so einen leichten Buckel, der was da eigentlich nicht hingehört. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ein Knoten, ein Knötchen oder ihr hingehört oder nicht, vergleicht es mit einem anderen Bein. Es ist selten, dass man Knoten an beiden Beinen an derselben Stelle hat. Sollten diese Erhebungen an derselben Stelle sein, dann könnt ihr mal gucken, ob das vielleicht Knochen sein könnten. Möglich. Die nächste Urtikaria. Urtikaria sind Quaddeln. Ihr wisst ja, dass eine ganze Krankheitseinteilung Urtikaria heißt. Die ganzen Erkrankungen haben alle Quaddeln. Urtikaria als Erkrankung ist die Nesselsucht und Urtikaria als Primäreffloreszenz ist eben die Quaddel. Das ist eine kleine Erhabenheit auf der Haut, die meistens mit einer durchsichtigen bis milchigen Flüssigkeit gefüllt ist. Das nächste ist Versicula, das Bläschen. Das Bläschen kann jetzt mit Wasser gefüllt sein, das kann mit Eiter gefüllt sein, dann heißt es aber wieder anders. Dann haben wir die Bulla. Bulla ist eine Blase. Wir kennen alle die Blasen, die man sich läuft, an der Ferse hinten, wenn die Schuhe zu eng sind oder die Schuhe drücken. Dann hat man eine wassergefüllte Blase. Auch bei Verbrennungen bilden sich auch Bulla-Blasen. Welche Blasen haben wir dann noch? Es gibt auch Blasen an den Unterschenkeln, wenn die Patienten sehr starke Ödeme haben und eine sehr dünne Haut, eine sehr empfindliche Haut. Da kann jetzt passieren, dass das Lymphwasser durch die Haut rauskommt und die oberste Hautschicht das Ganze aufhält und dann bilden sich Lymphblasen an den Beinen. Unsere letzte primäre Effloreszenz ist die Pustula, das Eiterbläschen, unser ganz klassischer Pickel im Gesicht. Das waren jetzt die ganzen Primäreffloreszenzen. Die sekundären Effloreszenzen gibt es jetzt im nächsten Video. Achso, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, klickt auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und wir sehen uns gleich im Video von den Sekundäreffloreszenzen.